Im April 2024 erwarten wir das sogenannte weitere Bitcoin-Halving. Das hat es ja schon ein paar Mal gegeben. Was die steuerlichen Konsequenzen dieses Bitcoin-Halvings sind, das wollen wir in diesem Video besprechen. Nun, zunächst einmal, was versteht man unter Bitcoin-Halving? Ich möchte jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen. Das kannst du dir auch online anderweitig anschauen. Aber alle paar Jahre, wenn eine bestimmte Anzahl von Bitcoins generiert wurde, wird sozusagen den Ertrag, den der Miner hier erwirtschaften kann, in Bitcoins halbiert. Traditionell hat das zur Folge, dass der Kurs sehr stark angestiegen ist. Es gab schon mehrfach solche Halvings, eben wie gesagt, alle paar Jahre ist damit zu rechnen. Jetzt das nächste Mal im April. Und der Bitcoin-Kurs ist ja schon in den letzten Monaten auf Rekordhöhen nach oben geschossen. Man erwartet jetzt möglicherweise, dass weitere Rekorde gebrochen werden. Was sind die steuerlichen Konsequenzen dieses Halvings? Nun, zunächst mal für den Miner natürlich nicht besonders viele, denn er wird jetzt weniger für seine Bitcoin-Generierung bekommen, für seine Mining-Aktivitäten, aber an sich ändert sich ja an der Aktivität nichts. Das eigentliche Halving ist kein steuerlicher Event. Hier also keine steuerlichen Konsequenzen zu erwarten oder zu befürchten. Wenn du jemand bist, der in Bitcoin investiert ist, der Bitcoins also besitzt und dich fragst, ob es dadurch steuerliche Konsequenzen gibt durch dieses Halving, dann sind auch dort direkt keine steuerlichen Konsequenzen zu befürchten. In Österreich ist es ja leider so, dass hier seit kurzer Zeit Kapitalertragssteuer auf den Erlös fällig wird, wenn du eben Kryptowährungen verkaufst. Aber in Deutschland, wie gesagt, gibt es eine Haltezeit von einem Jahr. Danach sind die Erträge dann steuerfrei. Also auch hier keine direkten Konsequenzen eigentlich steuerlicher Natur dieses Bitcoin-Halvings. Allerdings ergeben sich natürlich indirekte Konsequenzen, denn wenn wir davon ausgehen, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigt, dann werden natürlich sich viele Bitcoin-Anleger sehr genau überlegen, ob jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt ist, zu verkaufen. Und möglicherweise hast du nun diese Bitcoins erst seit weniger als einem halben Jahr und hast hier die ganzen Profits der letzten Wochen und Monate vielleicht mitgenommen. Wenn du nun also verkaufen würdest, würde hier eine ganz erhebliche steuerliche Belastung auf dich zukommen. Das sind also im Grunde die indirekten steuerlichen Konsequenzen, von denen wir sprechen. Wie kannst du jetzt hier effektiv deine Steuerbelastung reduzieren, wenn du Bitcoin verkaufst und diese weniger als ein Jahr hältst? Nun, die dramatische, aber ebenso einfache Methode, dies zu verhindern, ist der Umzug ins steuergünstige Ausland. Ziehst du in das richtige Land um, kannst du deine Bitcoins komplett steuerfrei verkaufen, egal wie lange du diese hältst. Spekulationsfristen sind nicht zu beachten. Einige gute Beispiele hier natürlich wären zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch Malta oder auch Costa Rica oder Panama. Es gibt etliche Länder, wo du hinziehen könntest, um hier überhaupt keine Steuer beim Verkauf dieser Bitcoins zu bezahlen. Und der große Vorteil ist ja, anders als zum Beispiel bei GmbH-Anteilen oder wenn du jetzt einen gewerblichen Betrieb besitzt in Deutschland, dann fällt auch beim Wegzug keinerlei Wegzugsteuer an. Es ist auch keine sogenannte Entstrickung zu bedenken. Das heißt, du kannst eigentlich von heute auf morgen ins Ausland umziehen, kannst dann dort deine Bitcoins entsprechend steuerfrei verkaufen. Was muss man jetzt aber hier natürlich aus deutscher Sicht beachten? Und da gibt es so einige Dinge. Also wenn du natürlich sagst, okay, ich ziehe jetzt mal eben für 2 Wochen in die Bahamas, das wäre natürlich aus deutscher Sicht kein Umzug ins Ausland, der als ein solcher interpretiert werden würde, sondern die Steuerbehörde würde sagen, dass du eigentlich Deutschland nie verlassen hast. Ich würde dir raten, dass du mindestens für 5 Jahre weg sein musst aus Deutschland, damit das Ganze nicht angreifbar ist. Ich weiß, es ist relativ konservativ. Andere sagen dir vielleicht 2 Jahre lang, aber ganz sicher ist, es geht nicht für eine sehr kurze Periode. Das würde so zu möglichen Problemen mit dem Finanzamt führen. Du musst ja auch wissen, dass natürlich auch die Behörden sehr sensibilisiert sind, was dieses ganze Bitcoin- und Krypto-Business anbelangt, ist ja völlig klar. Die Grünen haben ja schon davon gesprochen,
Sie wollen hier alles besteuern, alles, 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 also auch keine Spekulationsfrist mehr. Das wird ganz sicherlich kommen in Deutschland, in der EU. Aber bis dahin kannst du davon ausgehen, dass natürlich die Behörden sehr genau prüfen werden, wer hier wegzieht, warum und was passiert. Das ist also der eine Punkt. Wenn du ins Ausland gehst, kannst du nicht tatsächlich nur für ein paar Wochen oder ein paar Monate umziehen. Es muss schon ein richtiger, ordentlich geplanter Wegzug sein. Du musst deinen Wohnsitz in Deutschland aufgeben. Du musst ein Haus, wenn du ein Eigenheim besitzt, dieses vermieten. Wenn du eine Mietswohnung hast, musst du den Mietvertrag kündigen. Aber natürlich auch alle anderen wirtschaftlichen Beziehungen müsstest du überprüfen, wenn du Deutschland verlässt. Hier darf man keinen Fehler machen. Gerade die deutschen Steuerbehörden sind sehr sensibel, wenn es darum geht, wann jemand einen Wohnsitz in Deutschland hat. Ich mag mich an einen Mandanten erinnern, der hatte eine Jagdhütte im Wald. Kein Strom, kein fließendes Wasser. Trotzdem wurde hier konstruiert, dass er weiterhin einen Wohnsitz in Deutschland hat. Dieses Thema ist extrem sensibel und muss genau geprüft werden. Dann gibt es eine weitere sehr trickreiche deutsche Steuerfalle, die sogenannte erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Nehmen wir einmal an, du ziehst jetzt nach Dubai um, also in die Vereinigten Arabischen Emirate, ein Land, mit dem es kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland gibt, ein Land, was ganz klar als Niedrigsteuerland gilt. Nehmen wir des Weiteren an, dass du nach wie vor zum Beispiel noch eine Immobilie in Deutschland hast, die du vermietest. Dann hast du also nach wie vor erhebliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland. Du ziehst dann in ein Niedrigsteuerland um und fällst somit potenziell unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Das bedeutet in allererster Linie mal, dass du noch für 10 Jahre Steuererklärungen in Deutschland einreichen musst, ohne aber hier notwendigerweise dann tatsächlich Steuern zu bezahlen. Aber Steuererklärungen sind notwendig. Wenn du nun allerdings Einkünfte hast, die nicht ganz klar ausländische Einkünfte sind, dann werden diese weiterhin in Deutschland zu versteuern sein. Was sind ausländische Einkünfte? Ich sage mal, wenn du eine Aktie von Google besitzt, dann ist diese ganz klar in den USA belegen. Wenn du diese also verkaufst, dann handelt es sich um ausländische Einkünfte, keine deutschen Einkünfte. Hast du aber zum Beispiel eine Aktie, nur eine einzige Aktie, an Mercedes oder einem anderen deutschen Unternehmen, dann ist hier ein Deutschlandbezug gegeben. Das heißt, auf den Verkauf auch dieser einzelnen Aktie, auf den Veräußerungserlös müsstest du dann in Deutschland Steuern bezahlen. Nun, Krypto hat hier natürlich eine Sonderstellung und das hat auch das deutsche Bundesministerium für Finanzen mehrfach bestätigt, denn Krypto kann nicht ganz klar verortet werden. Wo ist nun dieses Krypto-Asset belegen? Natürlich, es ist auf der Blockchain und selbst wenn du es über eine bestimmte Börse tradest oder es auf einem Hardware-Wallet bei dir trägst und du bist gerade in Dubai, dann sind natürlich die Coins jetzt nicht wirklich auf deiner Hardware-Wallet, da sind ja nur die Keys drauf. Die Coins leben in der Blockchain wie alle Krypto-Assets. Das heißt, man kann nicht genau sagen, wo diese Einkünfte sind. Vermutlich sind sie im Ausland, aber vielleicht auch nicht. Sie sind jedenfalls nicht ganz klar einem Land im Ausland zuzuweisen. Und hier gehen jetzt die Meinungen verschiedener Steuerexperten auseinander. Manche sagen, naja, okay, wie gesagt, die Blockchain ist ja weltweit. Das heißt also, man kann davon ausgehen, dass diese Einkünfte nicht deutsch sind. Andere sagen, natürlich, sie sind nicht deutsch, aber sie mögen auch einem bestimmten Land nicht zuordnenbar sein. Und daher sind sie wieder auch nicht ganz klar ausländische Einkünfte. Und somit fallen sie weiterhin unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Und du musst weiterhin die deutschen Besteuerungsregeln beachten, wenn du diese Kryptos verkaufst. Im Klartext hieße das, wenn du in Dubai lebst und Krypto hast, dann ist es möglich aus Sicht des Finanzamtes, dass du hier die Kryptos auch wiederum 1 Jahr halten musst, bevor du sie dann verkaufen kannst. Und das gilt für alle Kryptos, die du im Zeitraum von 10 Jahren nach dem Wegzug aus Deutschland kaufst. Ja, wie gesagt, hier gibt es keine Bestätigung seitens der Behörden. Das ist ungeklärt. Wenn du mit diesem Risiko leben kannst, wie gesagt, bedenke ja, dass du eine Steuererklärung in Deutschland einreichen musst, wo du dann angeben musst, was du gekauft und verkauft hast und so weiter und so fort. Selbst wenn du keine Steuern bezahlst. Also die deutschen Behörden wissen, welche Krypto du besitzt und verkaufst. Wenn du aber mit dem Risiko leben kannst, dass hier also ganz klar deiner Meinung nach diese Kryptos im Ausland verortet sind, dann ist es gut.
Willst du aber Rechtssicherheit haben, musst du hier ins richtige Land umziehen. Zunächst einmal kann man sagen, dass natürlich Länder, die keine Niedrigsteuerländer sind, hier ein sicherer Hafen sind. Ja, wenn du nach Frankreich ziehst oder nach Italien, dann musst du wahrscheinlich keine steuerlichen Konsequenzen in Deutschland befürchten. Wobei in Italien ist es natürlich auch so, dass es steuerliche Sonderstati gibt. Damit kann es dann wieder als Niedrigsteuerland eingestuft werden und du sitzt in der gleichen Falle. Aber sagen wir mal Frankreich oder andere Hochsteuerländer, die dieses Problem nicht haben. Ziehst du aber in ein Niedrigsteuerland um, dann ist es besonders wichtig, dass dieses ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat. Hier möchte ich dir als Beispiel von Malta erzählen. Malta ist ja ein EU-Land, hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Hier kann man den sogenannten Non-Dom-Status, die Remittance Basis of Taxation, nutzen. Somit sind dort sämtliche ausländischen Einkünfte steuerfrei und Kapitalerträge, das heißt also Veräußerungserlöse, zum Beispiel aus Aktien oder auch Kryptowährungen, sind ohnehin steuerfrei. Auch in Malta gibt es eine Kapitalertragssteuer, die hier beim Verkauf von Kryptowährungen anfallen würde. Allerdings gibt es den besagten Non-Dom-Status und wenn du nun als Ausländer in Malta wohnst und diesen Status hast, dann kannst du entsprechend dieses Krypto steuerfrei verkaufen. Hier ist so die Ansicht, die allgemein gilt bei Anwälten und Steuerberatern, dass unter der Annahme, dass du einen ausländischen, also nicht maltesischen Exchange zum Beispiel verwendest, um hier zu verkaufen, diese Erträge dann in Malta steuerfrei sind. Sie dürfen natürlich nicht auf ein maltesisches Konto hinterher fließen. Du brauchst also ein Bankkonto außerhalb von Malta. Nun, damit gilt natürlich trotzdem, dass Malta hier aus deutscher Sicht ein Niedrigsteuerland ist. Also auch hier gilt die erweitert beschränkte Steuerpflicht grundsätzlich. Auch wenn du in Malta wohnst, müsstest du also hier eine Steuererklärung einreichen in Deutschland, noch für 10 Jahre. Allerdings ist im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Malta und Deutschland geregelt, dass Deutschland hier bei einem Verkauf auf die Kryptos keine Steuer erheben darf. So, hier haben wir nun das Doppelbesteuerungsabkommen. Ich möchte zunächst mal kurz zeigen, für wen dieses gilt. Geltungsbereich dieses Abkommens gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Ja, das heißt, wenn du in Malta ansässig bist, das heißt natürlich, dass du dort eine Wohnung besorgst, dass du deinen deutschen Wohnsitz aufgibst, dann gilt dieses Doppelbesteuerungsabkommen für dich. Wer ist jetzt hier steuerlich ansässig? Das regelt Artikel 4. Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck eine in einem Vertragsstaat ansässige Person, eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. Also, solange du nach maltesischen Regeln in Malta steuerlich ansässig bist, dann gilt dieses DBA für dich. So, Malta, dazu haben wir mal ein anderes Video gemacht, zu dem wir jetzt auch nochmal gleich verlinken werden. Malta regelt die Ansässigkeit so, dass letztlich hier keine feste Anzahl von Tagen vorgeschrieben ist, die du dort sein musst. Wichtig ist, dass dort ein Hauptwohnsitz ist. Du wirst also hier nicht in Malta jetzt gefangen sein für Jahre, sondern du kannst natürlich auch Malta verlassen, du kannst reisen. Wir kennen es ja auch aus Deutschland. Ja, in Deutschland hast du eine Wohnung und egal, ob du dann einen Tag dort bist, ob du dort 100 Tage bist oder 365 Tage bist, du bist dort unbeschränkt steuerpflichtig, dadurch, dass dein Wohnsitz dort ist. In Malta ist es nicht ganz so klar geregelt, aber wie gesagt, definitiv gibt es keine feste vorgeschriebene Anwesenheitspflicht, wie zum Beispiel in Zypern 60 Tage oder Dubai 90 Tage. So, jetzt scrollen wir hier mal weiter zu den Abschnitten, die für das Bitcoin relevant sind. Artikel 13, Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen. Punkt 1, da geht es um Immobilien. Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens erzielt, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert werden. Also, hast du eine Immobilie in Deutschland, lebst aber in Malta, dann kann Deutschland hier Steuern erheben. Ganz klar. So. Hier werden dann weitere Vermögensgegenstände behandelt, wie zum Beispiel Aktien, Betriebsvermögen, Schiffe oder Luftfahrzeuge. Der interessante Punkt ist aber für uns Punkt 5. Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1 bis 4 nicht genannten Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. Okay?
Das ist also der entscheidende Punkt. Und hier fällt ja Bitcoin darunter. Denn Bitcoin ist weder ein unbewegliches Vermögen wie Aktien und auch keine Anteile an Gesellschaften. Es ist kein Betriebsvermögen und es sind auch natürlich keine Gewinne aus Seefahrt und Luftfahrt. Ja. Damit also ganz klar, Bitcoins sind also, wenn du in Malta lebst, nur in Malta zu besteuern. Deutschland hat hier kein Besteuerungsrecht. Ja. Wenn jetzt Malta aus irgendeinem Grund sagt, wir wollen diesen Gewinn nicht versteuern, kann Deutschland hier nicht sozusagen nochmal rücklings in die Kasse greifen und dann sagen, okay, wenn du nicht willst, dann wollen wir. Denn das DBA hat immer Vorrang vor nationalem Recht. Das DBA hat also Vorrang vor der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Und damit sind diese Bitcoin-Einkünfte ganz klar nach maltesischem Recht zu besteuern. Und gemäß Remittance-Basis sagt eben Malta bei Krypto keine Steuerpflicht hier. Außer es wäre natürlich nur ein gewerblicher Kryptohandel, aber darum geht es hier, wie gesagt, nicht. Hier geht es nur um Veräußerungserlöse aus privat gehaltenen Kryptos. Malta ist natürlich hier nicht der einzige Staat, es gibt natürlich andere Staaten, aber du musst die gleiche Methode anwenden. Du musst also letztlich die DBAs durch einen Steuerberater bzw. Anwalt prüfen lassen und dann musst du natürlich überlegen, wo ist es jetzt möglichst einfach hinzuziehen, wo gefällt es mir, wo passt es auch mit meinem Leben tatsächlich zusammen, dass du hier letztlich auch einen Wohnsitz wirklich effektiv dann begründen kannst. Weil wie gesagt, also Fake und so weiter funktioniert natürlich nicht. Das muss tatsächlich dein Hauptwohnsitz sein. Es heißt nicht, dass du da festgebunden bist, aber wie gesagt, das muss deine Hauptwohnung sein. Da müssen deine Sachen drinstehen etc. pp. Soweit also hier unsere Einlassungen zum Thema Steuern und Bitcoin-Halving. Wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen. Natürlich unmittelbar keine steuerliche Konsequenz aus dem Bitcoin-Halving, aber dadurch, dass steigende Kurse zu erwarten sind und man vielleicht unter Druck ist, schneller zu verkaufen als ein Jahr und diese Halteperiode nicht einhalten möchte, wenn man in Deutschland wohnt, ist man vielleicht am besten raus, wenn man ins Ausland umzieht. Hier bieten sich einige Staaten an, allerdings muss man nicht nur die steuerliche Situation im neuen Wohnsitzstaat beachten, sondern ganz klar auch in Deutschland. Hier möchte ich auch nochmal sagen, dass digitale Nomaden und Perpetual Traveler hier in der schlechtesten Position sind, denn ihre Einkünfte aus dem Krypto, wenn sie noch Vermögen in Deutschland haben, würden demnach immer in Deutschland dann versteuert werden, beziehungsweise nach den deutschen steuerlichen Regeln besteuert werden. Also eine Frist von einem Jahr müsste beachtet werden. Und übrigens, selbst wenn du kein Vermögen wie Immobilien oder Konten in Deutschland hast und Perpetual Traveler bist, bist du dort trotzdem möglicherweise steuerpflichtig, weil du sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte hast, zum Beispiel über eine US-LLC. Dazu haben wir auch schon mehrere Videos gemacht, möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen, kannst du einfach mal bei uns im Kanal suchen. Wenn für dich die hier angesprochenen Themen relevant sind und du dir auch überlegst, ins Ausland umzuziehen, um hier deine Steuern zu reduzieren, vielleicht im Rahmen dieses Bitcoin-Halvings oder vielleicht auch sowieso, dann würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch darüber mich zu unterhalten. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.